Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, erstes Video wieder nach meinem Urlaub. Ich bin zurück, noch ein bisschen erkältet, denn der Schwung von Sommer auf, ich sag mal Herbstanfang, Gott hat den Regler richtig runtergedreht, hat mich ein bisschen zerlegt, Hals- und Stimmemäßig. Von daher verzeiht mir. Ich habe hier von Uberex einen schönen Karton bekommen, schön schwer. Oben in der Videotitel seht ihr, um was es geht. Heute packe ich den Trust Me Revolver aus, den Smith & Wesson M629. Ja, aber was hat das mit dem Trust Me auf sich? Viele wissen, um was es geht. Wer mich auf der IWA dieses Jahr begleitet hat, der hat ja schon gesehen, da hatte ich das gute Stück in der Hand. Die Rede ist von der Susi. Ich packe jetzt die Susi mit euch aus. Ein absoluter Kultrevolver zu einer Kultserie. Sledgehammer kam in den 80er raus, ich glaube mehr so Ende der 80er, 86 oder 88 kam das in die deutschen Fernsehen. Ein Inspektor, den man vorher noch nie so gesehen hat, Sledgehammer, räumt die Straßen vom Verbrechen auf. Er redet nicht viel, er schießt eher. Und ich packe jetzt erstmal aus und dann reden wir gleich über Sledgehammer. Ich muss das Teil erstmal auspacken. Eine Airsoft, ein Revolver, der auf jeden Fall in meine Sammlung muss. Uberex hat mir diesen Revolver zugesendet und sogar noch ein bisschen mehr. Holen wir erstmal raus, was ich bekommen habe. Ich habe mal noch mal eine Packung Ersatzhülsen bekommen. Das sind die Standard Winggun-Hülsen. Die passen in den Single Action Army, in die Winchester und in die M29er Serie, die Uberex, glaube ich, vor 2 Jahren schon rausgebracht hat. Da hatte ich auch mal ein Review zu gemacht. Empfehle ich euch definitiv. Schaut euch das Review zu diesen beiden Revolvern an. Verlinke ich euch mal. Da erzähle ich alles zur Geschichte von den Revolver, Funktionsweise, alles, was mir gefällt und alles, was mir nicht gefällt. Heute packe ich die Susi nur aus, zeige sie rein, ja, und erzähle euch die ganzen Specials. Technische Geschichten erzähle ich euch nicht, da haut euch auf jeden Fall das Review rein. So, was habe ich noch bekommen? Dann habe ich nochmal einen Karton CO2-Kapseln bekommen, damit ich auch gleich loslegen kann. Dann auch nochmal eine Tüte 6 mm BBs, braucht man natürlich auch. Und dann richtig cool, habe ich noch einen Speedloader für die Hülsen bekommen. Und jetzt das Sahnestück. Ich freue mich total. Da hat Uberex mich total überrascht auf der IWA mit der Susi. Ich drehe mal um. So sieht der Karton aus. Also der traditionelle Smith & Wesson Karton von Uberex hier mit einer Abbildung von dem Smith & Wesson M29 in der 6 Zoll Edition mit diesen, hier. Darauf kommt es an, auf die Griffschalen mit dem Sledgehammer. Jetzt nochmal zurück zur Serie. Wie gesagt, in den 80ern rausgekommen. Gab es, glaube ich, auch nur 2 Staffeln und die Folgen waren auch ziemlich kurz, so um die 20 Minuten, und Sledgehammer dreht da total frei. Ja. Er beantwortet alles nur mit seiner Waffe. Hier, ich zeige sie doch mal rein, ich hole es mal raus. Da ist sie. Oh, und richtig, richtig, richtig schwer. Zieht euch diesen Revolver rein. Das ist ein absoluter Kult. Ich mache mal so und blende mal die technischen Daten ein, damit ihr euch das anschauen könnt. Sledge nennt seinen Revolver liebevoll Susi, und man kann ehrlich sagen, er hat es wie so eine Art kleine Beziehung mit dem Revolver. Er schläft mit ihr, er redet mit ihr, er geht mit ihr unter die Dusche. Er löst jeden Fall mit der Susi. Seine Partnerin Dori Doro ist das Gegenstück zu Sledgehammer. Er überlegt und intelligent.
sind diese beiden einfach ein absolutes Gespann. Und Captain Trunk, ja, Captain Trunk, der Chef von den beiden, der dreht total Brett. Der kriegt schon einen Herzinfarkt. Der hat immer so einen Hals, wenn Sledgehammer wieder alles mit seiner Kanone regelt. Zieht euch die Serie rein, ja. Ich habe hier, ich habe es mal rausgeholt, ich habe hier noch die DVD-Box, die ist auch schon ziemlich alt. Da gibt es auch definitiv noch andere Sachen. Ich packe euch da auch noch mal Links rein. Zieht euch die Serie rein, damit ihr wisst, wovon ich rede. So, jetzt aber genug. Gucken wir uns den Revolver mal etwas genauer an. Der Revolver kommt authentisch in diesem wundervollen Chromfinish, genauso wie von der Serie. Absolut fantastisch gemacht. Und das Gewicht, ja, spricht schon mal für sich. Wenn man den Revolver in die Hand nimmt, merkt man sofort, hier hat man wortwörtlich eine Kanone, eine Zimmerflak in den Händen. Da Umarex die Smith & Wesson Lizenzen innehat, hat dieser Revolver natürlich auch alle Markings. So haben wir hier am Lauf einmal das Smith & Wesson Logo, hier auch nochmal das Smith & Wesson Logo am Rahmen. Dann hier unten die Trademarks von Smith & Wesson. Das ist hier nicht wie bei der Original Revolver-Geschichte, sondern das ist jetzt hier der Airsoft geschuldet. Dann haben wir hier auf der anderen Seite nochmal die Kaliberangabe, 44er Magnum. Hier an der Stelle, das hat sich leider nicht geändert, haben wir die Sicherung F&S. Das ist beim Original nicht so, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und natürlich markant die weißen Griffschalen mit dem Vorschlaghammer drauf. Einmal auf der Seite und natürlich auch auf der Seite. Fässt sich schön stabil an. Wenn ich hier mal so drauf haue, hat es einen leicht hohen Klang, aber nicht so schlimm wie bei dem M29, den ich euch schon mal gezeigt habe. Da war es auch ziemlich dünner Kunststoff und man hat auch Angst, wenn man die Griffschalen abnimmt, dass es leicht kaputt geht. Gucken wir uns das gleich mal an. Dann zeige ich euch auch gleich, wo hier die CO2-Kapseln reinkommt. Da müsst ihr hier den Griff anheben und abziehen. Dann habt ihr hier die Aussparung für die CO2-Kapsel. Jetzt gucken wir uns mal die Griffschale an. Das ist wirklich ein bisschen dicker gefertigt als beim M29, aber wir haben hier an dieser Stelle immer noch die Kunststoffnase, wo ich Angst habe, das könnte brechen, wenn man hier die Griffschale nicht mehr ordentlich zusammensteckt. Ich packe das hier nochmal rein. Kapsel machen wir gleich mal rein. Wir gucken uns das erstmal noch etwas genauer an. Wie beim Originalrevolver wird hier dieser Airsoft-Revolver mit Hülsen geladen. Absolut Kult. Dazu müsst ihr hier die Trommelarretierung reindrücken und dann könnt ihr die Trommel ausschwenken. So sieht das aus und die Hülsen entfernen. Die nehme ich mal alle raus. So. Gucken wir uns die Hülsen an. Keine Kaliber 44 Hülsen, sondern eher mehr so 357 oder 38er Spezial. Schade, hatte ich aber damals beim Review auch schon bemängelt. Klasse wäre gewesen, wenn es den Revolver wirklich mit 44er Hülsen geben würde. Ja, hier kommen die 6 mm BBs rein und dann wird der Revolver authentisch geladen. Ich halte es mal rein. Der Zylinder ist leider ja nicht vollständig. Wenn ich jetzt hier den Ejector mal rausmache, seht ihr, die Patronenkammern sind nicht komplett, sondern nur angedeutet. Von daher, ja, schade, dass Umarex hier keine Verbesserung gemacht hat. Auch, gucken wir auch nochmal, wenn ich die Trommel wieder einlege, ich kann sie im geschlossenen Zustand drehen. Das ist beim Original ebenfalls nicht so. Gucken wir nochmal, wie das hier mit der Arretierung ist. Oh, da haben sie definitiv was verbessert. Das hatte ich bei den ersten Revolvern ja bemängelt, dass man hier die Trommel ein bisschen rausdrücken kann. Das geht auch, aber nur minimal. Also hier haben sie definitiv schon ein bisschen nachgebessert. Absolutes Feature von diesem Revolver ist, wir haben hier ein einstellbares Hop-Up. Da habt ihr hier die Möglichkeit, mit den Sechskantschlüssel reinzugehen und das Hop-Up zu justieren. Dadurch könnt ihr absolut präzise Schüsse mitmachen. Die Leistung von dem Revolver liegt bei ca. 1,5 Joule, also nicht spieltauglich. Aber kleiner Tipp, wenn ihr die frische CO2-Kapsel, ja ich denke mal so um die 60 Schuss mal leer feuert, reduziert sich die Leistung auf unter 1 Joule und dann kann man damit auch spielen gehen.
Und ja, keine Sorge, die CO2-Kapsel hat eine extrem geniale Effizienz. Ihr könnt dann noch circa 100 Schuss mit der Kapsel machen, bis die dann alles bzw. so viel Leistung verliert, dass die Kugel gar nicht mehr richtig vorne ankommt. Von daher, wer damit spielen will, muss erstmal 60 Schuss Leerfeuer machen, dann beladen und dann funktioniert das Ganze. Ja, ich würde sagen, apropos beladen, beladen wir doch mal den Revolver. Das ist die 12 Gramm CO2-Kapsel, die legt ihr jetzt hier einfach rein, bündig, so, dass sie hier drinnen liegt, sauber. Und dann einfach nur die Schraube festziehen. Wie gesagt, hier mit dem 6-Kant-Schlüssel, der sich im Griff befindet. So. Gibt gleich einen kleinen Zisch, glaube ich. Ne, Zisch nicht. Sitzt absolut dicht. Dann wieder einklinken, zuklappen und ja, somit ist der Revolver mit CO2 gefüllt. Nochmal ein Blick auf die Hülsen. Die sind aus Messing gefertigt. Hier am Kopf ist eine kleine Gummidichtung. Da kommt die 6 mm BB rein. Ich nehme mir mal eine. Einfach hier reindrücken und schon ist die Hülse geladen. Und jetzt ja, könnt ihr traditionell jede Hülse einzeln nehmen und sie hier einlegen. So, jetzt ist er geladen mit 6 Schuss. Schließen, dann Schutzbrille auf und dann heißt es: Vertrauen Sie mir, denn ich weiß, was ich tue. Also der Sound von dem Revolver ist absolut der Wahnsinn. Richtig lauter, satter Klang. Ja, nur 6 Schuss und dann ist die ganze Geschichte alle. Lasst uns noch mal den Speedloader ausprobieren. Die Hülsen sind geladen. Ja, und jetzt steckt ihr die Patronen so rein. Und zwar mit dem Boden nach unten. Und damit die nicht rausfallen, drückt ihr jetzt den Speedloader nach unten und dreht ihn einmal, bis es rastet und dann kann er nicht rausfallen. Ja, die Hülsen einfach hier reinstecken, dann etwas drücken. Jetzt hat sich das schon entladen und jetzt einfach abnehmen und schon ist der Revolver wieder einsatzbereit. Ja, dann hauen wir noch mal ein paar auf die Scheibe rauf, diesmal in Double Action. Mega genial. So, das soll es eigentlich auch soweit gewesen sein zu meinem Auspackvideo, ja, Preview oder Review, wie auch immer ihr das sehen wollt, zu diesem absoluten Schmuckstück. Den Smith & Wesson M629 Trust me, ihr wisst Bescheid. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Genauso wie beim Film ein absolut kultiger Revolver. Und wer damals die Serie geliebt hat, der wird definitiv auch diesen Revolver hier lieben. Wer ihn kaufen will, schaut definitiv bei allen Webshops mal vorbei, denn die Preise schwanken drastisch. Zwischen 190 und günstig 150 habe ich alles gesehen bei diesem Revolver. Also schaut definitiv, bevor ihr hier zuschlägt. Und wie gesagt, hatte ich euch auch schon gesagt, wer die Serie noch nicht kennt, zieht sie euch definitiv rein. Ich liebe sie und ich habe jetzt schon wieder Bock, die Serie zu schauen. Von daher bleibt mir nur mein Endspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Das war's für mich gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Bleibt mir alle gesund. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder.